Da brennen Zelte. Da werfen Leute Steine, da schießt die Polizei mit Tränengas. Und das alles mitten in der EU in einem Flüchtlingscamp. They fight about everything. We have to push and pull over food. EU is very hypocritical. Willkommen im Knast. People died and this winter will be the same. Who is responsible for people dying? Wie kommt das ohnehin schon gebeutelte Griechenland eigentlich inzwischen mit den Flüchtlingen klar? Das wolltet ihr von uns wissen und deswegen verbringen wir diese Woche auf Lesbos. Ihr kennt die Insel vielleicht aus den Nachrichten, denn hier sind 2015 sehr, sehr viele Flüchtlinge angekommen. Aber inzwischen gibt es ja auch den EU Türkei Flüchtlingsdeal. Also die Türkei hat ihren Grenzschutz erweitert und jeder Flüchtling, der in Griechenland ankommt über die Türkei, kann im Prinzip sofort abgeschoben werden. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie das Ganze in der Praxis so aussieht. Wir fahren nämlich jetzt zu einem Flüchtlingscamp, das heißt Moria und ist ziemlich berüchtigt. Wir laufen jetzt hier gerade entlang von Moria. Das ist hier dieses Flüchtlingscamp, in das wir momentan nicht rein dürfen. Und wie man sieht, ist es total abgeschirmt. Welcome to prison steht da. Willkommen im Knast. Und das liegt daran, dass die Leute, die hier ankommen, keine Chance haben, die Insel demnächst wieder zu verlassen. Sie kommen nicht runter von Lesbos, bis über ihr Asylverfahren entschieden wurde. Und das kann verdammt lange dauern. Wir haben hier vorhin auch schon Leute gesehen, die Feuerholz nach innen getragen haben. Das sieht man von außen, dass hier Zelte sind und die sehen alles andere als winterfest aus. Wir haben hier gerade 4 Frauen aus Afghanistan getroffen, die mit uns auf den Bus warten. Und sie sind gerade auf dem Weg in die Stadt. Yeah, for bathroom we even can't take shower here. It's too dirty and it's really not safe. And too dirty and too crowded. We are three in the tent. Very difficult. We should use this bathroom and toilet. Wir werden sie morgen noch mal früh treffen mit ein bisschen mehr Zeit und sie dann interviewen. Was man in Deutschland ja immer so hört, ist, dass seit dem EU Türkei Deal viel weniger Flüchtlinge ankommen. Aber das führt eben auch dazu, dass die Leute hier festsitzen, dass sie so lange warten müssen, bis über ihren Asylantrag entschieden wurde. Und offensichtlich staut sich das hier ganz schön. So, heute treffen wir die Mädels aus Afghanistan nochmal wieder, die wir gestern an der Bushaltestelle vom Camp Moria kennengelernt haben. Und wir treffen die ein bisschen abseits im Wald, weil sie meinten, dass sie da einfach besser reden können als direkt vom Camp. How is the situation for women in the camp? It's really, really bad. You know, the men are murdered. I mean, especially at night, they just got drunk and they come and they just say things to us. It's really irritating. A Syrian man just hit an Afghan girl and she's bleeding. That was a fighter. What are people fighting about in the camp? They fight about everything. I don't know. About food, about women, about I don't know, water. We are standing in line. They just push other one. He was push other one, and there's a fighting. Because people are really under pressure here, and just every day people come more and more. And every day you can see a bus just come in, I don't know, 70 people, 200 people, and a lot of people living here. Why they keep us here? Why don't they just send us to the orphan? Da brennen Zelte, da werfen Leute Steine, da schießt die Polizei mit Tränengas.
Und das alles mitten in der EU in einem Flüchtlingscamp. Und diese Krawalle dort, die sind auch keine Ausnahmesituation, sondern im Camp Moria gibt es ständig Ausschreitungen, da liegt ständig jemand Feuer. Und da kann ich auch verstehen, dass die jungen Frauen sagen, dass sie Angst haben, da zu schlafen. Also ich hätte da auch Angst. Wenn man sich so umschaut, sind hier schon sehr viele Leute, die einfach den ganzen Tag hier auch verbringen und die so aussehen, als hätten sie vielleicht auch nicht so wirklich viel zu tun. Da drüben sind Leute, die campen da. Sollen wir da mal hingehen? What are you doing here? This is demonstration. Lesbos is a big prison for refugees. You are also a refugee? Yes, I'm a refugee. Yes. And where are you from? I'm from Iran. You are also sleeping here? Yes. And like here or? Yes. And since when? 18 October. So more than 10 days? Yeah. This is your family? Yeah. Moria have many children and have many the women. Every day Moria have a fight. All people have fight with him because Why? all the people are tired. You know, all the children not safe at the Moria, and also women, also the men. Was it difficult to get to the island from Turkey? خیلی ها هستن 5 بار، خیلی ها هستن 9 بار این مسیر رو میان و دستگیر میشن، ولی بازم امیدشون از دست نمیدن و دوباره تلاش خودشون میکنن و خودشون رو به اینجا میرسونن که بدونن اینجا هم گیر میافتن. Hier mitten im Wald ist das Pikba Camp. Hier wohnen Flüchtlingsfamilien und Flüchtlinge mit psychischen Erkrankungen. Und wir treffen jetzt gleich Effi, das ist die Gründerin dieses Camps. What would you say, what has changed since the EU Türkei Deal? Practically, this fear of being deported to Turkey damaged the psychological situation, and we are dealing with people depressed, with people that are desperate. The need for psychological support is huge on the islands, and what I saw is that people were not sick, but they became sick in this situation. One of the ideas of the deal was to close the border and to stop refugees from coming, but they are still arriving, right? People are arriving as they were arriving in 2012, in 2013. That depends also on the control of the border, the patrolling, the Turkish Coast Guard, the Greek Coast Guard patrol, Frontex, but they are arriving because there is a need to arrive. Da ist schon der Hafen. Hallo. Ich bin der Klaus. Lisa Altmaier. Ihr wollt mitfahren, ne? Genau. Dürfen wir? Hallo Klaus, ich bin Steff. Hallo. Die Sea-Watch ist eine deutsche Initiative. Also die haben sich in Berlin gegründet, um ertrinkende Flüchtlinge aus dem Meer zu retten. Ja, wir fahren ein bisschen an der Grenze entlang, dass man das mal sieht, wie weit die Türkei weg ist von der Grenze hier. Hier ist Kalalutron. Und da überwintert das Boot. Da überwintert das Schiff, ja. How many people arrived last night, you said? 92. Moria is running with 3 times the capacity. Every time that is so crowded, at one point it's exploding. We have fires and riot, no good things. Geht's los, ja? Jetzt geht's los. Wie ist das eigentlich? Darf man während der Fahrt mit dem Fahrer sprechen oder nicht? Ja, ja. Da drüben sieht man noch so ein paar orangene Punkte. Das sind Rettungswesten. From which countries are the people arriving here? Basically Syrians, Kurdish, Iraqis, Afghanis. Da ist jetzt schon die Türkei. Also ihr seht, das ist echt keine große Strecke, die es da zu überwinden gilt. Und was hältst du von dem EU-Türkei-Deal? Überhaupt nichts, ja, weil laut Völkerrecht dürfen Leute ein Land verlassen, in dem sie sich nicht mehr sicher fühlen. Deswegen diese
Intercepts, die da stattfinden, also das Abfangen von Flüchtlingsbooten durch die Türken, ja, die sind eigentlich nicht ganz legal. Zum Zweiten dadurch die Einrichtung dieser Hotspots hier, ja, das ist eine Oberkatastrophe. Glaubst du, die Leute in Deutschland kriegen das überhaupt mit? Nee, leider nicht. Die meinen ja, sei alles Friede, Freude, Eierkuchen, ja, weil bei ihnen keiner mehr auf dem Marktplatz steht. Ja. Hast du dich verändert, seit du das machst? Doch, eigentlich schon, ja. Bin wütender geworden. Auf die Menschheit. How is Moria prepared for the winter? No, it's not. The third winter that they know it's going to be cold, and the big organization, the government, haven't done anything. I mean, last year people died out of hypothermia. I don't know what they are thinking. Let the people die first and then act. That's what they did last year. Hier irgendwo muss das Büro des Bürgermeisters von Mytilini sein. Der hat einen Hilferuf veröffentlicht, in dem er sagt, dass die Lage hier auf Lesbos unerträglich ist. What kind of problems are you referring to? If you try to squeeze 4,000 people into a place that fits only 2,500, it creates several issues with the sanitation facilities, with the accommodation facilities, with the registration process. We said that there is a need to decongest, especially Moria. In the winter 2016, there were people dying in Moria. What do we expect the winter to be in Moria? I'm really frightened, you know, that how's gonna be some people who were there last winter, and they say that it's really cold here. So 2016 people died in Moria. Why? Of course, because Moria wasn't prepared soon enough for the winter. So who would you say is responsible for that, for people dying? In 2016 too, the mayor warned the national government and the respective ministry that that Moria needs to be prepared for the coming winter. So, but then what happened? We didn't receive an answer. We expressed constantly our concerns regarding the winterization process. This is what we can do at the moment. The responsibility to implement European migration refugee policy is rest upon the European Commission and of course the national government. Hat sich ja sehr zurückgehalten, was die Regierung angeht. Hat sich sehr zurückgehalten, was die EU angeht. Aber irgendjemand muss ja dafür verantwortlich sein, dass die Situation im Lager in Moria so beschissen ist. Who is responsible for that? For Moria. It's, I think that is EU policy. A big part of the political will of EU as it is expressed to Greece, it is that we need this condition. We need these conditions there as deterrence policy. So I think that the EU's position is very hypocritical. You know, we respect human rights, we respect life, but on the other hand, we don't want the refugees to arrive. So we do everything we can, and we do it in Greece. We don't implement these policies in Germany, for example. Wir hätten über diese Vorwürfe natürlich auch gerne mit der EU gesprochen, aber weder der Kommissar für Migration noch die griechische Regierung hat Lust, mit uns darüber zu sprechen. Offensichtlich will niemand die Verantwortung dafür übernehmen, was gerade auf Lesbos passiert. Und ja, die Folge davon ist, dass die normalen Griechen, die normalen Bewohner von Lesbos das Ganze selber in die Hand nehmen müssen. Wir treffen heute Ares wieder. Der hat nämlich hier eine Art Warenlager aufgebaut für Flüchtlinge aus Moria. And they have a milk for a baby because not everyone in Moria have a milk for children. When did you start Attica? 1st December 2015. At this time there was a lot of people passing through Lesbos, so they didn't have anything with them. So we figured that they need support.
Ja, eigentlich immer, wenn man versucht, sich kurz mit Aris zu unterhalten, klingelt sein Telefon. The time I'm Africa dreaming, I was in Germany, Bayern, Munich, Dortmund, Mönchengladbach, Hamburg, Stuttgart. You're into soccer, huh? Yeah. Myself, me, I don't want to create the problem. So when I come here, my mind will come cool. Inside Moria, all the time, hungry. And are there fights about food? Push and pull, yeah, of course, Push and yeah. That's everyday thing. We have to push and pull over food. Yeah, man. When did you start working at Attica? In the beginning of the year, but I've been volunteering here for 2 years. And why did you come here to Lesbos? Because people needed help and someone needed to help them. There were people from all over the world coming here to help. But I think many people left, right? Yes. Like many of my friends are not here anymore, but I feel like I need to be here. Be careful with your heads, girls. Hi. Oh. I will try to be careful driving. I didn't think of that. Okay, adventure trip. What's that? That's so-called olive grove, which is part of Moria camp, where kind of they put the people who have no place inside. The camp's too full, so people have to stay in these tents. Yeah, at the beginning of everything it was olive grove, and then they closed it, and last summer they start to put out tents again, and now since 5 months it's again like this. Toi, tu habites là? Oui. Marche avec moi et tu vis où dormir nous. C'est un animal, il peut pas dormir ici. Do people stay there during the winter? Yes. It's a big problem. I mean, they are now sending some families to the mainland, but it's not enough. The last 2 months we had over 2,000 new arrivals, so this will continue. It's very hard to see this. I mean, I was here last winter and people died, and this winter it will be the same. It's very bad, depressing, because we cannot do much more. Wie wird es diesen Winter mit der Flüchtlingssituation auf der Insel Lesbos weitergehen? Das ist so die Frage, die sich hier eigentlich alle stellen. Auch wir, und deswegen werden wir auch im Winter nochmal hierhin zurückkehren. Wir sind wieder zurück. Es ist auf jeden Fall sehr viel kälter als letztes Mal. The tents are too cold. Wir wurden gerade von der Polizei eskortiert. Die haben uns erstmal behandelt, als wären wir Schwerverbrecher. Wenn euch das auch interessiert, dann abonniert auf jeden Fall diesen Channel, dann werdet ihr das nämlich nicht verpassen. Und ihr werdet auch unsere anderen Recherchen auf Griechenland ebenfalls nicht verpassen. Auf Griechenland? In Griechenland.